Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Heute gibt es wieder einen Teil Bushcraft-Praxis. Ich möchte euch heute einen Knoten vorstellen, den ich schon seit meiner Kindheit verwende. Ich habe den noch nicht sehr oft gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob der Knoten wirklich einen Namen hat. Also ich nenne den Schlaufen-Spannknoten. Ja, und wo liegen die Vorteile von diesem Schlaufen-Spannknotens? Ihr könnt den ruckzuck binden, er ist total einfach. Der weitere Vorteil ist, dass sich dieser Knoten nicht festzieht. Das heißt also auch gerade hier für den Winter ist der super, weil er euch nicht festfriert. Wofür benutze ich den Knoten? Meistens um Tarps an Tarpstangen oder Ästen zu befestigen. Da macht er sich hervorragend. Des Weiteren aber auch zum Binden von so einem Zweibein, was man ankippt. Für ein Dreibein ist es nicht unbedingt geeignet, weil der Knoten hält nur, wenn er auf Zug ist, sonst löst er sich. Dann will ich euch nicht lange auf die Folter spannen. Bauen wir doch mal einen Tarp auf und benutzen den Knoten. Ich habe mir jetzt zwei Äste zurechtgesägt. Die möchte ich jetzt hier als Tarpstange benutzen und möchte das Tarp so hier ranmachen. Und da ist der Schlaufen-Klemmknoten genau das Richtige. Ich zeige euch das mal von der Ferne. Das ist relativ simpel. Ihr geht hier durch die Schlaufe vom Tarp. Dann geht ihr einmal unter der Schlaufe durch und geht hier oben rüber und dann könnt ihr das Ganze schon festziehen. Ich zeige euch das gleich aber noch mal in groß. Jetzt noch in spitz. So, und jetzt kann man das Ganze schon abspannen. Und wie ihr seht, klemmt sich der Knoten auch direkt hier am Ast fest. Ich zeige das jetzt noch mal von nahem. Ihr müsst am Paracord-Ende eine Schlaufe machen. Meine ist hier ungefähr 20 cm, weil es muss ungefähr dreimal um den Durchmesser passen, den ihr festbinden wollt. Also ich habe jetzt hier mal so ein Stück. Das sind, ja, ich schätze so 20, 30 cm. So, dann, wenn ihr das an den Stock festmachen wollt, nehmt ihr hier die Schlaufe vom Tarp. Dann geht ihr mit dem Paracord einmal hier um den Stock herum, zieht das hier durch die Schlaufe, seht das? Dann geht er unter dem Paracord durch und geht einfach mit der Schlaufe oben drüber. Und das war's schon. Und jetzt seht ihr, hier an den unteren beiden Windungen ist schön die Tarpschlaufe eingeknotet und hier klemmt sich das Ganze fest. Das heißt, wenn es jetzt Zug hat, klemmt sich der Knoten an der Tarpstange oder am Trekkingstock fest. Tja, und das Schöne ist, das Aufmachen ist genauso einfach. Ihr löst hier einfach das Teil und dann könnt ihr die Schlinge hier oben einfach drüber ziehen und auf ist das Ganze. Das heißt also, der Knoten kann euch auch nicht festfrieren. Für alle, denen das zu schnell ging, zeige ich das Ganze jetzt nochmal aus der GoPro-Perspektive. Ihr nehmt eure Tarpstange oder Ast. Dann nehmt ihr die Schlaufe vom Tarp, geht mit der Schlaufe, die ihr vorher geknotet habt, in dem Paracord-Stück, geht ihr einfach hier durch die Tarpschlaufe durch.
Das heißt, ihr könnt auch bei kleineren Tarpschlaufen durchgehen. Ihr müsst nicht mit der Schlaufe um den Ast. Das ist auch ein Riesenvorteil. Ja, und dann geht ihr einfach hier mit dem Ende, was ihr durchgesteckt habt, unter dem Paracord durch. So. Und nehmt die Schlaufe, die ihr hier habt, und legt die einmal oben rüber. So, jetzt kann man das Ganze schon festziehen. Der Knoten verklemmt sich. Wie ihr seht, sind hier 2 Windungen durch die Tarpschlaufe. Das heißt, das hat auch einen guten Zug. Das ist nicht so dünn, das schneidet nicht so ein. Ja, und jetzt kann man das Tarp schon abspannen. Das Öffnen geht genauso einfach. Ihr nehmt einfach nur hier die obere Schlinge wieder, geht damit über den Ast und schon ist der ganze Knoten auf. So, und nochmal ganz langsam geknotete Schlaufe durch die Tarpschlaufe um den Ast rum, das Paracord unter dem Strang durchführen und die Schlaufe hier oben rüberziehen. Und schon ist der Knoten fest. Lösen, Schlaufe wieder oben rüberziehen und alles ist auf. Ihr könnt den Schlaufenspannknoten auch ohne vorgeknotete Schlaufe machen. Allerdings müsst ihr dann das Seil so doppelt nehmen und den Knoten hinter sichern, weil er sonst neigt durchzurutschen. Ich zeige euch das mal schnell. Ihr nehmt das Paracord doppelt auf eure Länge, die ihr braucht. Dann geht der genau wie vorher auch einmal um den Ast, geht unter den beiden Paracordsträngen durch und legt das hier oben rüber. Dann kann man das auch festziehen. Dann müsst ihr allerdings das lose Ende nochmal hier rumlegen und mit einer Schlaufe festziehen. So, dann geht es auch ohne vorgeknotete Schlaufe. Öffnen geht dann einfach, indem man die Schlinge löst und der Rest wie vorher einfach oben über den Ast und lose ist das Ende. Ja, das war die Vorstellung des Schlaufen-Klemmknotens. Der ist wunderbar geeignet, um Tarps an Tarpstangen oder Ästen zu befestigen. Ich benutze ihn auch sehr viel, um Zweibein zu binden. Das ist relativ einfach. Ihr nehmt beide Stöcke, geht gesamt um die Stöcke, Schlaufe oben drüber, zieht fest. Ihr könnt euer Zweibein stellen und das steht. Ja, der einzigste Nachteil von diesem Knoten ist natürlich, er geht nur an Enden von Stangen. Ihr könnt ihn natürlich nicht mitten um einen Baum wickeln, weil dann müsstet ihr eine riesen Lasche machen, aber dafür benutze ich den eigentlich auch nicht. Aber dafür hat er halt den Vorteil, dass er sich überhaupt nicht festzieht. Ihr kriegt den immer wieder wunderbar los und das ist gerade beim Winterbiwak natürlich vom Vorteil. Ja, ich hoffe, euch hat die Vorstellung gefallen von diesem Bushcraft-Praxistipp und dem Knoten. Dann würde ich mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Detlef. Ciao, tschüss.